Süßigkeiten und die meisten Knabbersnacks sind absolute Kalorienbomben und schlecht für jeden in einer Diät. Irgendwann ist die Versuchung einfach so groß, nach einer Phase der Enthaltsamkeit endlich wieder etwas Süßes zu essen. Dabei gibt es zwischen den ganzen ungesunden Süßigkeiten auch einige wenige, die weniger Kalorien enthalten und sogar für eine Diät geeignet sind. Um dich im Anschluss nicht über einen triebgesteuerten Fressrausch ärgern zu müssen, zeige ich dir, welche Süßigkeiten sich mit einer Diät vereinbaren lassen. Viel Spaß! Das Ziel einer Diät ist in der Regel ein kontinuierliches Kaloriendefizit. Hast du am Ende des Tages weniger Kalorien zu dir genommen, als was du verbraucht hast, nimmst du ab. Dein Körper zieht dann die benötigte zusätzliche Energie aus den im Körperfett angelegten Energiereserven. Fett und Kohlenhydrate sind die Geschmacksträger Nummer 1. Daher ist es kein Wunder, dass gerade Süßigkeiten und Knabberzeug besonders viele Kohlenhydrate und Fette enthalten. Das wäre an sich ja gar nicht schlimm, würden Fett und Kohlenhydrate nicht sehr viele Kalorien enthalten. Das tun sie aber. Ein Snickers hat zum Beispiel 305 Kilokalorien. Frauen zwischen 25 und 51 Jahren haben einen durchschnittlichen Kalorienbedarf von ca. 1900 Kilokalorien pro Tag. Mit 6,5 Snickers wäre damit der Tagesbedarf schon gedeckt. Neben der hohen Kaloriendichte bestehen Süßigkeiten häufig aus viel Industriezucker und gesättigten Fettsäuren. Der übermäßige Konsum ist davon nicht nur aus Gründen der zu hohen Kalorienzufuhr ungesund, sondern schon an sich für den Körper. Welche kalorienarmen Süßigkeiten und Knabbersnacks gibt es denn nun? Los geht's! Nummer 1. Popcorn. Ja, Popcorn, aber selber gemacht. Popcorn-Mais bekommt man ohne Zusatz von Süßungsmitteln und Geschmacksverstärkern in fast jedem Supermarkt günstig. Erhitze eine Pfanne mit einem Löffel Öl und gebe den Popcorn-Mais hinzu. Nach wenigen Minuten ploppen die Maiskörner auf. Möchtest du das Popcorn sehr kalorienarm verspeisen, kannst du es direkt essen. Kannst du auf ein bisschen Süße nicht verzichten, kannst du auch ein wenig Zucker darüber streuen. Als Alternative kann auch Salz verwendet werden. Popcorn enthält viele gute Ballaststoffe und Antioxidantien. Dies ist zum einen sehr gesund für unseren Körper, zum anderen quillt Popcorn im Magen auf und sorgt für ein schnelles Sättigungsgefühl. 100 Gramm Popcorn enthalten je nach Zubereitungsvariante zwischen 300 und 600 Kilokalorien. Nummer 2. Zartbitterschokolade. Die Schokolade ist das Sinnbild des Naschens. Die Zartbitterschokolade hat etwas weniger Kalorien als die Vollmilchschokolade. Umso höher der Anteil von Bitterschokolade, umso gesünder ist die Schokolade. Durch den Bitteranteil in der Zartbitterschokolade wirst du schneller gesättigt und tust sogar deinem Körper etwas Gutes. Zartbitterschokolade enthält Flavonoide, welches das Immunsystem verstärken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugt. Zartbitterschokolade ist im Vergleich zur Vollmilchschokolade gesünder, da der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Außerdem regt Zartbitterschokolade nicht so stark wie Vollmilchschokolade den Appetit an. Ein Stück Zartbitterschokolade enthält ca. 30 Kalorien. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Zartbitterschokolade gerade wegen dem intensiven Geschmack schon eine kleinere Menge ausreicht. Danach vergeht mir in der Regel der Heißhunger auf etwas Süßes. Probier es aus. Nummer 3. Obst. Obst enthält viel Fruchtzucker, klar, was wiederum einige Kalorien bedeutet. Neben dem Fruchtzucker sind aber jede Menge gesunde Inhaltsstoffe wie Vitamine enthalten. Wenn es dann mal etwas Süßes sein muss, ist ein Stückchen Obst natürlich die gesündere Variante. Ich empfehle dir, die Frucht in sehr kleine Stücke zu schneiden und diese auf einen Teller zu legen. So wirkt die Obstmenge viel mehr, als sie tatsächlich ist. Wir essen sie länger und haben das Gefühl, insgesamt mehr süßes Obst gegessen zu haben. Welche Obstsorten gerade in einer Diät super geeignet sind, erkläre ich dir in dem oben rechts eingeblendeten Video. Nummer 4. Lakritz. Lakritz wird meistens in die Kategorie ungesundes Schleckerzeug eingeordnet. Dies ist aber nur bedingt wahr, denn Lakritz an sich ist kalorienarm und enthält so gut wie kein Fett. Eine kleine Portion von 20 Gramm Lakritz enthält im Schnitt ca. 76 Kilokalorien. Außerdem deuten Studien darauf hin, dass Lakritz eine entzündungshemmende Wirkung haben soll. Die Leberwerte bei chronischer Hepatitis sollen reduziert und die Abwehrkräfte gesteigert werden. In manchen Ländern wird Lakritz, allerdings als Rohmasse, daher als Medizin gegessen.
Beim Lakritz im Supermarkt ist der Anteil von Rohlakritz aber bei ca. 5%. Trotz der gesundheitsförderlichen Wirkung kann zu viel Lakritz ab etwa 100 Gramm pro Tag zu Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen führen. Daher gilt auch für Lakritz bitte nicht zu viel. Nummer 5. Lutschbonbons. Tatsächlich bestehen Bonbons oder Lutscher fast ausschließlich aus Zucker. Zucker ist natürlich nicht gesund, aber da man auf dem Bonbon für eine lange Zeit herumlutscht, werden die Kalorien nach und nach abgegeben. Häufig reicht schon ein Lutscher oder Bonbon und der Heißhunger ist weg. Dafür muss es noch nicht mal ein ganzer Bonbon oder ein ganzer Lutscher sein. Ein 20 Gramm schwerer Lutscher oder Bonbon hat ca. 50 Kilokalorien. Diese Süßigkeit kann ich aber nur unter absolutem Vorbehalt empfehlen. Denn Zucker ist natürlich auch der Zahnfeind Nummer 1. Nummer 6. Gummibärchen. Gummibärchen sind natürlich nicht gesund, ganz klar. Sie gehören aber unter dem Schleckerkram zu denjenigen, die im Vergleich nur sehr wenig Kalorien haben. Eine Handvoll Gummibärchen, damit ca. 15 Gramm, haben etwa 52 Kilokalorien. Außerdem muss es ja auch nicht immer eine ganze Packung sein. Nummer 7. Reiswaffeln. Reiswaffeln sind gesund, da sie sehr viele hochwertige Kohlenhydrate enthalten. Gleichzeitig enthalten sie kaum Fett. Durch die hohe Kohlenhydratdichte schmecken Reiswaffeln auch sehr gut. Sie sind zwar nicht süß, dennoch sehr schmackhaft. 20 Gramm Reiswaffeln enthalten ca. 77 Kilokalorien. Die sehr gesunden und hochwertigen Kohlenhydrate geben sehr viel Energie und Power. Der Verzehr empfiehlt sich vor Sport- und Trainingseinheiten. Es gibt Reiswaffeln in Kombination mit verschiedenen weiteren Zutaten, wie eine Vollmilchschokoladenkruste oder Marmeladenfüllung. Diese Zusätze relativieren natürlich den gesunden Nährwert. Gleichzeitig deuten aktuelle Studien darauf hin, dass in den Waffeln enthaltene Arsen und Acrylamid gesundheitsschädlich ist. Sie stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Weiterhin könnten sie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen und Haut und Nerven sowie Gefäße schädigen. Bei den Reiswaffeln gilt natürlich auch alles in Maßen. Nummer 8. Lebkuchen. Lebkuchen fallen auch in die Kategorie gesunde Süßigkeiten. Der Lebkuchenteig hat im Vergleich zum Mürbeteig deutlich weniger Kalorien. 100 Gramm Lebkuchen enthalten ca. 356 Kilokalorien. Dies ist im Vergleich zu sonst anderen Süßigkeiten verhältnismäßig wenig. Außerdem stecken im Lebkuchen weitere gesunde Zutaten wie Honig, Zimt, Ingwer, Muskat und Kardamom. Diese Lebensmittel und Gewürze wirken sich positiv auf unsere Verdauung aus. Achte natürlich darauf, dass der Lebkuchen nicht mit einer Schicht Zuckerguss oder Schokolade übergossen ist. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Naschen ist natürlich nie gesund. Mit Süßigkeiten und Knabberwaren wirst du in einer Diät deinem persönlichen Ziel sicher nicht näher kommen. Für den Heißhunger zwischendurch gibt es aber einige Lebensmittel, die in die Kategorie kalorienarme Süßigkeiten fallen und gut für den kleinen Snack zwischendurch geeignet sind. Sie können helfen, einer sich anbahnenden Heißhungerattacke entgegenzuwirken und verhelfen einfach zu mehr Lebensqualität. Sich trotz einer Diät auch mal etwas gönnen zu dürfen, hat auch einen positiven psychischen Effekt, der helfen kann, die Diät konsequent durchzuziehen. Während einer Diät empfehle ich dir den regelmäßigen Verzehr von Haferflocken, da dies unter anderem den Heißhunger auf Schleckereien deutlich reduzieren kann. Welche positiven Effekte der regelmäßige Verzehr von Haferflocken auf den Körper hat und wie Haferflocken beim Abnehmen in einer Diät unterstützen können, zeige ich dir in dem links eingeblendeten Video. Klicke doch hier darauf, dann geht es weiter. Körperglück. Finde dein Körperglück.